Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft im Heiligen Geist sei mit euch. Der Anfangsvers aus dem Psalm 35 sagt Folgendes: Streite, Herr, gegen alle, die gegen mich streiten. Bekämpfe alle, die mich bekämpfen. Ergreife Schild und Waffen. Steh auf, um mir zu helfen. Herr, meine starke Hilfe. Liebe Brüder und Schwestern, das ist ein Ruf an Gott. Es ist nicht ein Ruf an die Menschen, dass sie uns nur verteidigen, dass sie sich an uns rächen oder dass sie uns allein zu Hilfe kommen oder dass wir uns selbst diese Hilfe verschaffen. Herr, nimm du dich meiner Sache an. So können wir diesen Vers lesen und wir müssen ihn auf Jesus beziehen. Wir dürfen jetzt all diese Texte auf Jesus beziehen und dadurch kommen wir in ein tieferes Verständnis von dem, was in seiner Seele gelebt hat, in diesen Tagen, Stunden, bevor er das größte Werk, das je getan wurde auf dieser Erde, bevor er dieses Werk angefangen hat zu tun. So wollen wir einen Augenblick innehalten und Gott um sein Erbarmen bitten. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Seigneur Jésus, pour toute désobéissance, prends pitié de nous. Seigneur, pour tout manque de patience, pour tout manque d'attention par rapport à nos proches, ô Christ, prends pitié de nous. Pour tout manque d'espoir, d'amour, de charité et de foi, Seigneur, prends pitié. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, in unserer Schwachheit versagen wir und sind anfällig für das Böse. Schau hin auf das Leiden deines Sohnes. Richte uns wieder auf und schenke uns neues Leben. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Die Lesung steht beim Propheten Jesaja im 42. Kapitel. Es ist ein Gottesknecht-Lied. Lesung aus dem Buch Jesaja. So spricht Gott der Herr: Seht, das ist mein Knecht, den ich stütze. Das ist mein Erwählter, an ihm finde ich Gefallen. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er bringt den Völkern das Recht. Er schreit nicht und lärmt nicht, lässt seine Stimme nicht auf der Straße erschallen. Das geknickte Rohr zerbricht er nicht, den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Ja, er bringt wirklich das Licht. Er wird nicht müde und bricht nicht zusammen, bis er auf der Erde das Recht begründet hat. Auf sein Gesetz warten die Inseln. So spricht Gott, der Herr, der den Himmel erschaffen und ausgespannt hat, der die Erde gemacht hat und alles, was auf ihr wächst, der den Menschen auf der Erde den Atem verleiht und allen, die auf ihr leben, den Geist. Ich, der Herr, habe dich aus Gerechtigkeit berufen. Ich fasse dich an der Hand.
Ich habe dich geschaffen, dazu bestimmt, der Bund für mein Volk und das Licht für die Völker zu sein. Blinde Augen zu öffnen, Gefangene aus dem Kerker zu holen und alle, die im Dunkeln sitzen, aus ihrer Haft zu befreien. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist die Kraft meines Lebens, vor wem sollte mir bangen? Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Dringen Frevel auf mich ein, um mich zu verschlingen. Meine Bedränger und Feinde, sie müssen straucheln und fallen. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Mag ein Heer mich belagern, mein Herz wird nicht verzagen. Mag Krieg gegen mich toben, ich bleibe dennoch voll Zuversicht. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Ich bin gewiss zu schauen, die Güte des Herrn im Land der Lebenden. Hoffe auf den Herrn und sei stark, hab festen Mut und hoffe auf den Herrn. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Lob sei dir, Herr, König der ewigen Herrlichkeit. Lob sei dir, Herr, König der ewigen Herrlichkeit. Sei gegrüßt, unser König, als wir in die Irre gingen, nahmst du allein dich unser an. Lob sei dir, Herr, König der ewigen Herrlichkeit. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 6 Tage vor dem Passiafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort bereiteten sie ihm ein Mahl. Martha bediente und Lazarus war unter denen, die mit Jesus bei Tisch waren. Da nahm Maria ein Pfund echtes, kostbares Nardenöl, salbte Jesus die Füße und trocknete sie mit ihrem Haar. Das Haus wurde vom Duft des Öls erfüllt. Doch einer von seinen Jüngern, Judas Iskariot, der ihn später verriet, sagte: Warum hat man dieses Öl nicht für 300 Denare verkauft und den Erlös den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er ein Herz für die Armen gehabt hätte, sondern weil er ein Dieb war. Er hatte nämlich die Kasse und veruntreute die Einkünfte. Jesus erwiderte: Lasst sie, damit sie es für den Tag meines Begräbnisses tun. Die Armen habt ihr immer bei euch, mich aber habt ihr nicht immer bei euch. Viele Juden hatten erfahren, dass Jesus dort war. Und sie kamen jedoch nicht nur um Jesu willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er von den Toten auferweckt hatte. Die Hohenpriester aber beschlossen, auch Lazarus zu töten, weil viele Juden seinetwegen hingingen und an Jesus glaubten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Chers frères et sœurs, nous venons d'entendre cet évangile de Jean, où la sœur de Lazare, qui a été ressuscitée par Jésus d'entre les morts, où Marie, sa sœur, a oint parfumé la tête de Jésus. Et Jésus la défend contre les critiques de Judas qui dit: mais on aurait pu faire beaucoup de bonnes choses avec cette huile, la vendant pour faire quelque chose pour les pauvres. Alors que Jésus dit: les pauvres, vous les avez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Chers frères et sœurs, est-ce que nous ne vivons pas notamment dans ce temps-là où nous avons les pauvres parmi nous? Mais Jésus, il dit ceci: je suis là quand même si vous ne me voyez pas. Dans les pauvres, ce que vous faites à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, demandons au Seigneur dans nos prières
d'avoir un cœur pour Jésus, d'avoir un cœur pour lui et pour les pauvres. Et en aimant les pauvres, nous pouvons aimer Jésus. Et ne nous laissons pas décourager si l'un ou l'autre va dire « on aurait pu faire ceci ou cela » et il ne faut pas trop faire confiance. Voilà, tu as déjà été déçu tant de fois par telle ou telle personne. Jésus dit « c'est que donne la main droite, la gauche, je n'en sais rien ». La chose la plus importante que nous apprenons dans cet évangile, c'est de donner. Et si nous donnons, donnons avec notre cœur. Tout ce que nous donnons avec notre cœur a la vraie valeur. La vraie valeur, d'abord, dans les yeux de Dieu. Elle a la vraie valeur aussi pour celui qui reçoit. Et peut-être le plus important, si nous donnons avec notre cœur, le don que nous faisons a la plus grande valeur pour notre cœur et fait de nous un cœur semblable au cœur de Dieu. Chers frères et sœurs, c'est cette grâce que nous implorons du Seigneur. And dear brothers and sisters, the big lesson of this night is Mary, the sister of Lazarus, who was raised up by Jesus, and she's giving with her heart. And if we give with our hearts, we are strong. And not only the gift we give has its value and more value for the one who receives, but our gift has a big value also in the eyes of God, because we give with our heart. We give as if God would give to somebody else. And perhaps most important is that we feel that we have a heart like the heart of God. And this is a big gift. And I believe this is the gift that Jesus has come to give us and to share with us and to plant even in us. In this Holy Week, we look up to Jesus, and when he goes the way of the cross, in the suffering, he goes not because he must. He doesn't go because he doesn't have any other choice. He goes because he goes with his heart. He has fear, it's right, but he goes with his heart, even in the biggest suffering, even to the cross. And nobody can say to him and forbid him to live with his heart. Let's ask the grace from Jesus to live with our heart and to experience how our own heart is lifted up to the heart of Jesus, and we are family with God, really sons and daughters of God. Vater im Himmel, wir danken dir für Maria, die Schwester von Lazarus, die mit ihrem Herzen gelebt und gegeben hat. Sie hat aus ganzem Herzen Jesus dieses Geschenk gemacht. Wir bitten dich, schenke auch uns die Kraft, aus ganzem Herzen zu geben, wenn wir für andere da sind. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Vater im Himmel, wir danken dir, auch für Jesus, der gekommen ist, der dankbar ist für dieses Geschenk, der Maria verteidigt, der die Liebe von Maria verteidigt, auch wenn diese Liebe nicht geachtet wird. Jesus erkennt diese Liebe. Gib uns die Kraft, nicht stehen zu bleiben bei Verurteilung, sondern weiterzugehen in der Liebe zu dir und zu schenken. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Herr, unser Gott, wir bitten für alle Menschen, die heute, in diesen Tagen, unter großer Anspannung leben, für andere Menschen da sind, gute Dienste tun, nicht immer diese Dankbarkeit, Ermutigung auch erfahren. Stärke du sie mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für alle Kranken,
Für alle Menschen in Not, wir bitten für ihre Angehörigen, die nicht zu ihren Kranken hingehen können, sie nicht besuchen können, auch ältere Personen, die keinen Besuch empfangen können. Wir bitten dich, Herr, lass durch deine Kraft, wir uns Menschen miteinander verbunden bleiben. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Verstorbenen, Herr Jesus Christus, in dem Sterben der Verstorbenen komm du ihnen entgegen. Reiche du ihnen die Hand und entreiße sie den Fesseln des Todes. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du deine Liebe in deinem Sohn Jesus offenbart hast. Wir bitten dich, dass auch uns erfüllt werden von dieser Liebe. Darum bitten wir durch Christus, unser Herrn. Amen. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns zum Brot des Lebens wird. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser Gott. Wie dieses Wasser sich mit Wein verbindet zum heiligen Zeichen, so lasst uns dieser Kelch teilhaben an deiner Gottheit. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt, du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstroms und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns zum Kelch des Heiles wird. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser Gott. Herr, wasche ab meine Schuld von all meinen Sünden, mache mich rein. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, in unserer Schwachheit versagen wir und sind anfällig für das Böse. Schau hin auf das Leiden deines Sohnes und schenke uns neues Leben. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deiner Gnade zu rühmen. Denn das Leiden deines Sohnes wurde zum Heil für die Welt. Seine Erlösungstat bewegt uns, deine Größe zu preisen. Im Kreuz enthüllt sich dein Gericht. Im Kreuz erstrahlt die Macht des Retters, der sich für uns dahingab, unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn loben dich deine Erlösten und vereinen sich mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig, heilig, heilig ist der Herr aller Mächte und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Herrlichkeit von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Und gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Und gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Im Namen des Herrn. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie.
damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte dann, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce. Il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Jean-Claude, l'évêque auxiliaire Léo, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Herr, wir bitten dich für alle Verstorbenen, besonders unsere eigenen Familien. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les apôtres, Saint Laurent et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen, komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen. Bewahre uns vor Verwirrung und Sünde
damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, du bist unser Friede und unsere Versöhnung, deshalb bitten wir. Schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. O Gott, verbirg dein Gesicht nicht vor mir. Wenn ich in Not bin, wende dein Ohr mir zu. Wenn ich dich anrufe, erhöre mich bald. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Lasset uns beten. Herr unser Gott, du bist bei deinem Volk eingekehrt und hast durch die heiligen Geheimnisse in uns Wohnung genommen. Bleibe uns nah und wache über uns, damit wir die Heilsgabe bewahren, die uns durch dein Erbarmen zuteil geworden ist. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Der Herr sei mit euch. Es Segen, behüte uns, unsere Familie, Gemeinden, Pfarreien, unsere Welt, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Uns allen wünsche ich einen gesegneten Abend und eine gute